For us communists, Für uns Kommunisten, we recognize that the struggle for a classless society dass der Kampf für eine klassenlose Gesellschaft, is something that arises out of concrete conditions. das kommt aus konkreten Bedingungen. It is not a nice idea Es ist nicht einfach eine schöne Idee, that I came up with die ich einfach erfunden habe. and I then tried to go out and convince everyone of. Und dann habe ich einfach versucht, alle davon zu überzeugen. It is something that arises from the material conditions, particularly of the working class. Es kommt aus den materiellen Bedingungen der Arbeiterklasse heraus. And we therefore have to pay careful attention to the world around us, Wir müssen deswegen sorgfältig die Welt um uns herum anschauen. learning to understand what is taking place in the world, Wir müssen lernen zu verstehen, was auf der Welt passiert, what events are affecting the consciousness of hundreds of millions of people, welche Ereignisse das Bewusstsein von Hunderten Millionen von Leuten beeinflussen and how we as communists are to relate to that. und wie wir damit umgehen müssen als Kommunisten. How we use it to advance the struggle, Wie nutzen wir das, um den Kampf voranzubringen, to raise the level of consciousness, um das Bewusstseinslevel zu heben, to win over a new layer of comrades to the organization. um eine neue Schicht Genossen zu gewinnen für die Organisation. And that is why we're having these discussions, Und deswegen haben wir solche Diskussionen, which we call discussions on perspectives, und das nennen wir Diskussionen über Perspektiven, to prepare ourselves for those tasks that lie ahead. um uns vorzubereiten auf die Aufgaben, die vor uns stehen. Now, I'll start with the economic crisis, Ich beginne mit der Wirtschaftskrise. and this is the most fundamental question in the world today. Das ist die grundlegendste Frage auf der Welt heute. And this started in 2008, Die hat angefangen 2008 which means it has not been going on for, well, even in 2007, arguably it started. oder 2007, So it's been going on for 16, 17 years, also seit 16, 17 Jahren, and there's no end in sight. und kein Ende in Sicht. Rather, we're being plunged from one crisis to another. Stattdessen, wir stürzen von einer Krise in die andere. There is a massive debt that have accumulated in the world economy, Es gibt massive Schulden, die aufgehäuft wurden in der Weltwirtschaft, which is weighing like a heavy blanket on further economic development. und die belasten, halten weitere wirtschaftliche Entwicklungen zurück, hemmen die. And this has now reached something like 320% of world GDP. Und das ist jetzt bei 320% des Welt-BIPs. That means that for 3 times the value of all the products and services that are produced in the world during 1 year, 3 times that is also borrowed. Das bedeutet, 3-mal der Wert von allen Produkten und Dienstleistungen, die in einem Jahr produziert werden, die wurden ausgelehnt. The pandemic just made this situation even worse. Die Pandemie hat diese Situation weiter verschlechtert. It added maybe 10 to 20 percentage points to the debt of most governments. Und die hat so 10 bis 20 Prozentpunkte hinzugefügt zu den Schulden der meisten Regierungen. The most powerful imperialist country in the world, its government, Die mächtigste imperialistische Macht der Welt, ihre Regierung, now has a debt which is the equivalent of 120% of the total value of the production of the US in 1 year. die hat jetzt eine Verschuldung, die bei 120% des totalen Werts der Produktion in den USA in einem Jahr liegt. In 2007, it was 63%. 2007 war das bei 63%. So this shows you what a tremendous accumulation of debt has taken place in the US government over the past 16 years. Und da sieht man wirklich 17. eine Akkumulation von Schulden der US-Regierung in den letzten 16, 17 Jahren. And this is a consequence of a crisis of overproduction. Das ist die Folge der Krise der Überproduktion. That is, the workers cannot buy back the products that they produce themselves. They don't have enough money to do so. Die Arbeiter können die Produkte, die sie selbst produzieren, nicht zurückkaufen. Sie haben nicht genug Geld dafür. And in order to keep the wheels of the economy spinning, Aber um die Wirtschaft am Laufen zu halten, they therefore have to lend money to the workers so they can buy back the products that they produce. deswegen müssen sie den Arbeitern Geld leihen, damit sie die Produkte, die sie produzieren, kaufen können. They call this to stimulate demand. Die sagen dazu, dass man Nachfrage
stimulieren soll. We lower the interest rates, make it easier to borrow in order to stimulate demand. That's what they say. Macht die Zinsen tiefer, um so die Nachfrage anzuregen, sagen sie immer. But what that means concretely is to get governments, companies and workers to borrow more money in order to consume. Aber es bedeutet, dass irgendwie die Regierung, Firmen, Privatpersonen Geld leihen, um zu konsumieren. Borrow money that they don't have. Geld leihen, das sie nicht haben. And thereby keep the wheels of the economy going. Und dadurch sollen sie die Wirtschaft am Laufen halten. And you saw that in the US government over the past 7, 8 years. Man sah es bei der US-Regierung in den letzten 7, 8 Jahren. Where you first had Trump's tremendous, massive tax cuts. Da sah man Trumps massive weniger Steuern. Which was funded by borrowing money. Und das wurde finanziert durch geliehenes Geld, die Steuersenkungen. And then you had the Biden's so-called Inflation Reduction Act. Und dann gab es diesen Inflation Reduction Act von Biden. Which handed money to workers in the US so they could buy more cars. Da hat so Geld verteilt an Arbeiter, damit sie mehr Autos kaufen können. All funded by debt. Auch das wie finanziert durch Schulden. You have the money that they sent to people during the pandemic. They gave everyone $1,000 each. Es gab dieses Geld, das sie während der Pandemie verteilt haben, $1.000 pro Person. Also funded by more debt. Auch finanziert durch mehr Schulden. So this is how they keep the wheels of the economy spinning, whilst the workers don't have enough money to pay for it. So halten sie die Wirtschaft am Laufen, während die Arbeiter nicht genug Geld haben. The US budget deficit is now 6% of GDP. Das Defizit des Budgets der USA ist jetzt bei 6% des BIPs. Which is massive. Das ist wirklich massiv. Particularly if you consider the size of the US economy. Ganz besonders, wenn man sich überlegt, wie groß die US-Wirtschaft ist. And notably, during the presidential campaign, no one is talking about how to resolve this. Und während des Wahlkampfs jetzt niemand redet darüber, wie sie dieses Problem lösen wollen. The US instead is having to rely on its control of a dollar in order to keep its borrowing costs low. Und sie müssen sich auf ihre Kontrolle über den Dollar verlassen, damit die Kosten, um Geld zu leihen, tief bleiben. Like many other central banks around the world, the Federal Reserve has been lending the printing money and handing it over to the government in order to spend. Wie viele Zentralbanken dieser Welt hat auch die Fed hat einfach Geld gedruckt und das dann quasi den Regierungen geliehen, damit sie das ausgeben können. Which then appears as a debt that the government owes to the central bank. Und das ist dann einfach so eine Schulden, die Regierung der Zentralbank schuldet. It's also, if you think about it's also related to the massive growth in inequalities. Es ist auch damit verbunden mit der massiven Zunahme von Ungleichheit. If the workers are not getting the pay rises, who pockets the difference? Wenn die Arbeiter keine Lohnerhöhungen kriegen, wer kassiert dann die Differenz? The capitalist pockets the difference. Die Kapitalisten sacken die Differenz ein. Thus increasing their wealth. Und dadurch wird ihr Reichtum wächst dadurch. But their workers have a lower wage, so they cannot buy the products that they are producing. Aber die Arbeiter haben einen tiefen Lohn, deswegen können sie die Produkte nicht kaufen, die sie produzieren. So the capitalist has to lend the worker the money to buy the products. Und der Kapitalist muss dann den Arbeitern Geld leihen, um die Produkte zu kaufen. You know, there used to be a time when you bought your house not on a loan, but you bought it with money that you had saved. Es gab mal eine Zeit, da hat man Häuser gekauft, nicht mit einer Hypothek, sondern mit Geld, das man einfach gespart hatte. I think to young people today, this seems like a fairy tale. Für junge Leute heute klingt das wie ein Märchen. Or that you buy a car with money you have saved. Oder dass man ein Auto kauft mit Ersparnissen. Or a mobile phone, a phone. Could you not buy a phone at least with money that you saved? Oder zumindest ein Handy. No, everything has to be bought on credit. You can buy clothes, food, anything has to be bought on credit now. Alles muss auf Kredit gekauft werden heute, sogar Kleider oder Essen. And this is because of the attacks that have taken place of working class over the past period, which massively enriched a certain layer of society at the expense of the other. Und das ist wegen den Angriffen in der letzten Periode und an denen die Folge davon, eine Schicht hat sich extrem bereichert auf Kosten einer anderen. So the way that the crisis of capitalism expresses itself today
is linked back to the way they got back out of the crisis of the 1970s and 1980s by massive attacks on the working class. That is the basis of the crisis today. Die Art und Weise, wie sich die Krise heute ausdrückt, geht zurück auf die Art und Weise, wie sie mit der Krise der 70er Jahre umgegangen sind, massive Attacken, Angriffe auf die Arbeiterklasse. One of the recent flashpoints in this crisis is China. Ein so Brennpunkt in letzter Zeit der Krise ist China. Now, the Chinese economy has been grew for a long period by 6, 7, 8, 10%. Die chinesische Wirtschaft ist für lange Zeit wuchs sie um 6, 7, 8%. It's a bit unclear where it is at the moment, but some are around 4 or 5. Es ist nicht ganz klar, wo sie momentan ist, aber irgendwo so 4, 5%. Which makes, I mean, the European Union is growing by 0.3, so they might be a bit jealous still. Die EU, die wächst um 0,3%, vielleicht sind die ein bisschen neidisch. But there are massive problems in the Chinese economy. Aber es gibt massive Probleme in der chinesischen Wirtschaft. Starting in the real estate sector. Im Immobiliensektor beginnt. Where there are 90 million unsold apartments. Da gibt es 90 Millionen unverkaufte Wohnungen. Now China is a large place. China ist ein großes Land. But even in a country the size of China, 90 million is a very large number. Aber selbst in einem Land einer solchen Größe, 90 Millionen, das ist wirklich eine große Zahl. And these 90 million apartments are worth $18 trillion. Und diese 90 Millionen Wohnungen sind 18 Milliarden wert. And it gives you an idea of the scale of the Billionen. problem. Und da sieht man so das Ausmaß des Problems. The household consumption growth is slowing down. Das Wachstum des Privatkonsums verlangsamt sich. And ever since 2008, they massively expanded credit, much faster even than in the West. Und seit 2008 wurde auch Kredite massiv verstärkt, noch viel stärker als im Westen. So the total debt in China has caught up with the average in the world. Also die totalen Schulden ist auf dem gleichen Stand wie der Durchschnitt auf dem Rest der Welt. And it's now reached 300% of the economy of China. Ist jetzt bei 300% der chinesischen Wirtschaft. So as if you add up all the company debt, the government debt, and all the private individual household debt, all amounts to 300% of the economy. Also wenn man da alles summiert, die Schulden der Regierung, Schulden von Privatpersonen, Schulden von Firmen, dann kommt man auf diese 300%. Which is twice as high as it was in 2008. Das ist doppelt so hoch wie 2008. And that's in spite of the big economic growth that had been through this period. Und das trotz des riesigen Wachstums in dieser Periode. Investment is drying up, particularly foreign investment, because of the sanctions against China. Investitionen, ganz besonders Investitionen aus dem Ausland, haben begonnen zu versiegen. And also, of course, the internal domestic economical problems. Und auch wegen den internen Wirtschaftsproblemen. The latest package of measures that Xi Jinping has announced Das letzte Paket, das Xi Jinping angekündigt hat, von Maßnahmen, seems quite desperate, in my eyes at least. in meinen Augen sieht das sehr verzweifelt aus, wirkt das sehr verzweifelt. He is handing out hundreds of billions, or no, it's tens of billions of dollars rather, to the stock exchange to try to keep it afloat. Gibt Dutzende Milliarden an die Börse, um die am Laufen zu halten. Just to make it look like the economy is doing better than it is. Einfach damit es so aussieht, als ob es der Wirtschaft besser geht, als es ihr tatsächlich geht. It's also promised to increase government expenditure. Er hat auch versprochen, die Regierungsausgaben zu erhöhen. But in reality, the room for expanding the economy through more accumulation of debt is not there. Aber es gibt eigentlich keinen Raum mehr, die Wirtschaft wachsen zu lassen durch nur mehr Schulden. He is looking to increasing his exports. Er versucht, die Exporte zu verstärken. Which is, given that that's precisely the same thing as every other country on the planet is trying to do, it's not going to be very easy. Und man muss beachten, das ist genau das, was alle anderen Länder dieser Welt auch probieren, und deswegen wird das nicht einfach sein. He is not rebalanced. They all talk about what is needed. The Western economies they say what is needed in China is to rebalance the economy towards consumption. Im Westen sagen sie immer, man muss die chinesische Wirtschaft wieder balancieren in Richtung Konsumption.
The Western capitalists intern. think that the Chinese capitalists should pay their workers higher wages. Die westlichen Kapitalisten sagen den chinesischen Kapitalisten, sie sollten ihren Arbeitern höhere Löhne zahlen. The Western workers, though, they shouldn't really have higher wages, they keep theirs low. Aber natürlich nicht die westlichen Arbeiter, die sollen weiterhin tiefe Löhne haben. But Xi's program, if there's anything from what has been hinted at, it doesn't seem that this is what he's going to do at all. Aber wenn man Xis Programm anschaut, dann ist das überhaupt nicht das, was er machen wird. But he's going to double down on basically the program they've been pursuing for the last 20 years. Er wird einfach weiter das gleiche Programm verfolgen, das er in den letzten 20 Jahren verfolgt hat. Incidentally, income inequality and wealth inequality in China is staggeringly high. Und Einkommens- und Reichtumsunterschiede sind wirklich riesig in China. The richest 1% of the population, Die reichsten 1% der Gesellschaft, they earn as much as the bottom 50%, die verdienen so viel wie die unteren 50%. which puts them right high at the top of the table of inequality in the world. Das tut sie in der Rangliste der Ungleichheit, sind sie da ganz oben. And these contradictions are now coming to the fore, the class contradictions. Und diese Klassenwidersprüche, die kommen jetzt zum Vorschein. It's abundantly clear that China cannot keep going the way it has over the past period. Und es ist offensichtlich, dass China nicht so weitermachen kann wie in der vergangenen Periode. And that same thing could be said about Europe. Und das Gleiche könnte über Europa gesagt werden. China is in economic difficulties, but Europe has been in economic difficulties for a very long time. China ist in ökonomischen Schwierigkeiten, aber Europa ist schon sehr lange in ökonomischen Schwierigkeiten. The average economic growth Das Durchschnittswirtschaftswachstum since 2002 seit 2002 was 1.4% in the EU 27. war 1,4% in den EU 27, It was 2% in the United States 2% in den Vereinigten Staaten and 8.3% in China. und 8,3% in China. So you can see what's happening here. But for a whole historical period, over 20 years, Europe has lagged behind its main economic rivals. Für eine ganze Periode, 20 Jahre, hinkt Europa den größten Konkurrenten hinterher. And over the past decade, there has basically been hardly any growth at all. Und im letzten Jahrzehnt gab es eigentlich mehr oder weniger kein Wachstum. Instead, you're having the same problem as elsewhere, massive amounts of debt accumulating. Aber die gleichen Probleme wie überall, massive Mengen an Schulden. France, Italy, Spain have government debts which are as high as the US. Frankreich, Italien, Spanien, But die haben Staatsschulden, die so hoch sind wie in den USA. But unlike the US, they don't have the dollar. Aber nicht wie die USA, sie haben keine Dollars. The euro just isn't a replacement. Der Euro ist einfach kein Ersatz. The private debt in Sweden, Norway, Switzerland and France, that's the debt of the households, Die Haushaltsschulden in Schweden, Norwegen, Schweiz und Frankreich is almost 300% of GDP. sind fast bei 300% des BIPs. So the debts, mortgages, credit card debts, all this stuff, equivalent to 300% of GDP, which is huge. Also so Hypotheken, Kreditkarten, alle diese Dinge, 300% des BIPs, das ist sehr viel. And you can see in these figures the crisis being reflected. Und in diesen Zahlen sieht man die Krise. The fact that you cannot build, capitalism cannot grow, cannot develop on a healthy basis, but even the kind of anemic, poor, slow growth that we've had over the past period, even that could only be achieved on the basis of massive accumulation of debt, which is unsustainable. Aber so, der Kapitalismus kann nicht gesund wachsen, aber selbst dieser sehr schwache Wachstum, blutarme Wachstum in der letzten Periode, konnte nur durch massive Schulden sichergestellt werden. And now the European economy is spiraling energy costs. Und jetzt sieht man extrem steigende Energiekosten in der europäischen Wirtschaft. Again, if you compare it to the United States, Wieder der Vergleich zu den USA. the energy costs in the companies in the European Union have to face are 2 or 3 times as high. Die Energiekosten für Firmen in der EU, die sind 2- bis 3-mal höher als in den USA. Now, if you run a law firm, this is probably not a big deal. Ist klar, wenn man so eine Rechtsfirma leitet, dann ist das nicht so ein Problem. But if you run a steel mill, Aber wenn man so ein Eisenwerk hat, ein Stahlwerk,
or you are even producing, hosting a data center for running AI or something like that. Oder man hat so ein Datencenter für künstliche Intelligenz. All this requires huge amounts of energy, Das braucht wirklich riesige Mengen an Energie. and putting such production in Europe at the present time is absolutely uneconomical. Und solche Produktion zum jetzigen Zeitpunkt in Europa aufzubauen, das ist einfach nicht wirtschaftlich. Obviously, this is to a large extent due to the sanctions that they placed on Russia. Das zu einem großen Teil ist der Grund sind die Sanktionen gegen Russland, die sie auferlegt haben selbst. Which the United States insisted on, Und die USA hat darauf bestanden. which have meant that the European Union, instead of importing oil and gas from Russia at a cheap price, Und das bedeutet, dass die EU, anstatt billig Gas und Öl aus Russland zu importieren, has to import oil and gas at a high price from the United States. muss sie jetzt zu einem hohen Preis Öl und Gas aus den USA importieren. Now, the EU commissioned Mario Draghi, the former central bank chief, to report on the crisis in Europe, so to speak. Und die EU hat Draghi, dem ehemaligen Vorsitzenden der EZB, beauftragt, so einen Bericht zu schreiben. And he wrote a report saying what is needed is 800 billion euros. Is it? Yes. Und 800 billion euros of investment in the European economy. er hat gesagt, was es braucht in Europa, 800 Milliarden Investitionen in die Wirtschaft. And that's a very nice idea. Das ist eine schöne Idee. The question is, as so often, who is going to pay for it? Aber die Frage ist, wie sehr oft, wer wird dafür bezahlen? I think in general his report will say, yes, it's got a point, but it's not very realistic is the way it was received. Aber viele Leute haben so gesagt, ja, er hat schon recht, aber es ist einfach nicht realistisch. But he probably was right in the sense of if Europe should be able to compete with US and China, that's the kind of level of investment they need. Aber er hatte recht im Sinne von, wenn Europa im Wettbewerb sein will mit China und den USA, das wären die Investitionen, die notwendig wären. But who is going to pay for it? Aber wer soll dafür bezahlen? Is it the state that's going to pay for it? Sind es die Staaten, die dafür bezahlen werden? The highly indebted governments of Europe, they're going to pay for it? Diese Regierungen, die extrem verschuldet sind, sollen die dafür zahlen? Or if they don't borrow the money, are they going to pay for it by higher taxes on the workers? Oder wenn sie das Geld nicht leihen, werden sie es bezahlen durch höhere Steuern für die Arbeiter? Are they going to cut public spending? Oder werden sie so Ausgaben streichen, reduzieren? Or they're going to try to attract more foreign capital by attacking the workers' wages and conditions to make them cheaper? Oder werden sie versuchen, ausländisches Kapital anzulocken, indem sie die Löhne angreifen? These are generally the methods that they will try to adopt in order to at least get some of the way towards these targets of investment. Und das sind eigentlich die Methoden, die sie normalerweise anwenden, um zumindest einen Schritt in diese Richtung zu machen, diese Investitionen. I believe Germany bribed Intel to place a chip factory in Germany to the tune of 10 billion euros. Ich glaube, Deutschland hat so Intel bestochen, dass sie einfach eine Fabrik aufbauen in Deutschland, so in Größenordnung 10 Milliarden. And that's the way it's going to go. Genau You so want a wird's factory, gehen. you have to pay for it. Du willst eine Fabrik, dann musst du dafür bezahlen, so wird es gehen. Now the bourgeois cannot get out of a crisis. The bourgeois can get out of a crisis, Die Bürgerlichen können aus der Krise kommen, but they have to do so at the expense of the working class. aber auf Kosten der Arbeiterklasse. This means that any attempt to resolve the crisis inevitably provokes the class struggle. Das heißt, jeder Versuch, die Krise zu lösen, provoziert unweigerlich Klassenkampf. And that is the reason why they haven't really attempted to resolve the crisis. Und das ist der Grund, wieso sie nicht wirklich versucht haben, die Krise zu lösen. And they are at least partially conscious of this themselves. Und teilweise, zumindest teilweise, sind sie sich dessen bewusst selbst. I read an interview with the former head of the Federal Reserve, the US Central Bank. Ich habe ein Interview gelesen mit dem alten Vorsteher der US-Zentralbank. He admitted that when they bailed out the banks in 2008, Und er hat zugegeben, als sie die Banken gerettet haben, 2008, he was surprised that there wasn't more public opposition against it. dann war er überrascht, dass es nicht so mehr öffentlichen Widerstand dagegen gab.
And the IMF in its October report, World Economic Outlook, Der IWF in seiner weltwirtschaftlichen Prognose vom Oktober, they dedicated 1 out of 3 chapters und ein von 3 Kapiteln, to, the title of the chapter was Understanding the Social Acceptability of Structural Reforms. und der Titel von einem dieser Kapitel war Die soziale Akzeptanz von Strukturreformen verstehen. Yeah, so translated into English, Wenn ich das jetzt übersetze, that means how do you attack the working class and get away with it? wie greife ich die Arbeiterklasse an und komme damit davon? And look at how they combated inflation. Und schau mal, wie sie angeblich die Inflation bekämpft haben. This is in another chapter in the same report. Im gleichen Bericht, in einem anderen Kapitel. They pat themselves on the back. They're very pleased. Da waren sie wirklich sehr zufrieden mit sich selbst. Because while inflation was at 10%, Während die Inflation bei 10% war, wage increases was only 5%. waren die Lohnerhöhungen nur bei 5%. So they didn't get the wage price spiral, as they call it. Also diese Lohnpreisspirale, von denen sie immer reden, haben sie nicht gekriegt. In other words, by lowering the workers' wages, they combated inflation. Und in anderen Worten, indem sie die Löhne gesenkt haben, haben sie die Inflation bekämpft. For a while, workers were taking an annual pay cut of 5%. Und was man sagen muss, die Arbeiter haben eine 5% weniger Lohn gekriegt jedes Jahr. And now, of course, they're trying to recover some of that. Jetzt versuchen sie etwas davon zurückzugewinnen. And the bourgeois are suitably outraged. Und die Bourgeois, die sind wirklich entrüstet darüber. These Boeing workers, how come they're not satisfied with 25% over 20 years or whatever it is? Und sie sagen, ja, wie können diese Boeing-Arbeiter nicht zufrieden sein, dass sie 25% mehr Lohn kriegen über 20 Jahre oder was auch immer. When they faced attacks over a long period. Wenn sie angegriffen wurden über eine lange Periode. And so they're very upset about the Boeing workers demanding 40%. I think it's over a 5-year period. Und jetzt sind sie wirklich sehr wütend darüber, dass die Boeing-Arbeiter, die verlangen 40% mehr Lohn über 5 Jahre. And I think they were offered, no, the main sticking point is pensions actually, but they were offered 35% and they turned it down, the workers. Und den Arbeitern wurden 35% angeboten, sie haben es abgelehnt. And why is that? Und wieso ist das? Because they're sick and tired of being made to pay the price for the mess that the bosses had made in the company. Weil sie einfach genug haben, immer für den Schaden zu bezahlen, den die Bosse angerichtet haben in ihrer Firma. At every turn, the bosses are trying to make the workers pay for the crisis that they created. Und an jedem Punkt versuchen die Bosse, die Arbeiter für ihre Krise bezahlen zu lassen. So naturally, the Wall Street Journal is encouraging Boeing workers to think about the long-term viability of the company. Und der Wall Street Journal, der sagt den Arbeitern, sie sollen wirklich darüber nachdenken, über so die langfristige Entwicklung der Firma. Funny enough, the shareholders didn't seem to think about that when they voted 30 million pay packet to the boss who sank the company. Aber die Aktienbesitzer haben wohl nicht darüber nachgedacht, sie haben dafür abgestimmt, dass der Boss, der die ganze Firma ins Elend gestürzt hat, der hat so 30 Millionen Lohn noch gekriegt. Volkswagen in Germany is asking its workers to take a 10% pay cut. Volkswagen in Deutschland fordert von den Arbeitern, dass sie eine 10% Lohnkürzung hinnehmen. And they're going to axe thousands of jobs and close 3 factories. Und sie werden tausende Jobs streichen und 3 Werke schließen. And you think this company must be in serious crisis. Und jetzt muss man denken, oh, diese Firma muss wirklich in einer tiefen Krise sein. They must be losing money left, right and center. Sie müssen überall Geld verlieren. No, Nein. they're making profits. Nein, sie machen Profite. But obviously they're not making enough profits. Aber, That's the eben, problem. aber nicht genug Profite, das ist das 5% Problem. isn't enough, they need 10%. 5% ist nicht genug, sie wollen 10%. And so they're asking the workers to help them with this deficit. Und jetzt fordern sie von den Arbeitern, dass sie ihnen helfen sollen mit diesem Defizit. And this is how the bourgeois deals with the crisis. So gehen die Bürgerlichen mit der Krise um. And we've now seen 16 years of attacks, austerity, forcing the workers to tighten their belt. Wir haben jetzt 16 Jahre gesehen von Angriffen, Sparmaßnahmen, 16 Jahre, in denen die Arbeiter gezwungen werden, den Gürtel enger zu schnallen. And it hasn't led to a socialist revolution. Und das hat nicht zu einer sozialistischen Revolution geführt. Otherwise we wouldn't be here having this conversation. Sonst wären wir nicht hier und hätten diese Diskussion.
But it has had a massive impact on the entire political system. Aber es hat einen riesigen Einfluss auf das gesamte politische System. The ruling class are losing control of bourgeois politics. Die herrschende Klasse verliert die Kontrolle über die bürgerliche Politik. They can't control the political parties anymore. Sie können die politischen Parteien nicht mehr kontrollieren. The center ground is disappearing. So das Zentrum verschwindet. The liberals and so on. So die Liberalen und the traditional conservative parties. so die traditionellen konservativen Parteien. I guess there's one force in politics they can still rely on. Es gibt eine Kraft in der Politik, auf die sie sich weiter verlassen können. The parties of the left. Die Parteien der Linken. The Social Democrats and the slightly more to the left of the Social Democrats. Und die Sozialdemokraten und die Sozialdemokraten, die ein bisschen links sind von den Sozialdemokraten. These are the only forces, the labor bureaucracy, the leadership of the labor movement, they're the only one who's still trying to defend the status quo and trying to defend the bourgeois from the right. Und das ist eigentlich die Bürokratie, die Führung der Arbeiterklasse, sind eigentlich die einzigen, die wirklich versuchen, den Status quo zu stützen. Look what the SPD is doing in Germany. Schaut, was die SPD in Deutschland macht. I mean, who defends NATO in Europe today? Wer verteidigt heute die NATO in Europa? Sure, there is Macron, of course. Ja klar, Macron. But oh yeah, Keir Starmer, Ja, Scholz, Starmer, Scholz and the Swiss Socialist Party. und die Schweizer SP. These are the foremost defenders of NATO today. Das sind die größten Verteidiger der NATO heute. Obviously also the Socialist Party of Austria. Auch die, Social Democratic Party of Austria, auch sorry. die SPÖ in Österreich. Then the parties to the left, like die Linke, who simply compromised themselves out of existence. Dann die Partei der Linken, die Linke in Deutschland, die hat so viele Kompromisse gemacht, bis sie nicht mehr existiert. But it's not just the political parties. Aber es sind nicht nur die politischen Parteien. Precisely the same thing is taking place in trade unions. Das Gleiche passiert in den Gewerkschaften. Are constantly looking for a deal with the bosses. Schauen die ganze Zeit irgendwelche Deals mit den Bossen zu They're machen. desperately trying to avoid any form of class struggle. Die versuchen wirklich verzweifelt, jegliche Form von Klassenkampf zu verhindern. Some of these unions are worse than others. So, gewisse Gewerkschaften sind schlimmer als andere. The Swedish trade union leaders are the worst. Die schlimmsten sind die schwedischen Gewerkschaftsführer. They published articles in the trade union press In der Gewerkschaftspresse haben sie Artikel publiziert trying to convince the workers why wage increases would make them poorer. und haben sie versucht, die Arbeiter davon zu überzeugen, dass Lohnerhöhungen sie eigentlich ärmer machen We würden. can't ask for too high wage increases because you all get poorer that way. Sie haben gesagt, wir dürfen nicht Lohnerhöhungen fordern, sonst werden wir alle ärmer davon. That is take some achievement or some mental acrobatics, we'll call it, in order to get to that point. Viel mentale Akrobatik, um zu diesem Punkt zu kommen. But this is the way, and to some degree or another, they all reflect this policy. Und zu einem gewissen Ausmaß vertreten alle diese Politik. They all lack faith in the working class ability to fight. Sie haben alle kein Vertrauen in die Fähigkeit der Arbeiterklasse zu kämpfen. They shy away from any serious struggle. Sie verkriechen sich vor jedem Kampf. And they jump at every opportunity to sign an agreement. Und sie nutzen sofort jegliche Möglichkeit, um irgendeinen Deal zu unterschreiben. And so here you have in the trade union field an exact mirror of what you see in the political field with the social democratic parties. Und damit in den Gewerkschaften haben wir das genaue Spiegelbild von der Politik mit den sozialdemokratischen Parteien. And the outcome of this is not really surprising. Und das Resultat davon ist keine Überraschung. Nature abhors a vacuum. In der Natur kann es kein Vakuum geben. And into this vacuum, Und in dieses Vakuum stepped in a man with very orange skin. Und in dieses Vakuum trottete oder lief ein Mann mit sehr orangener Haut. No, but Trump, the AfD, the FPO in Austria and so on. Aber so Trump, die AfD, die FPÖ in Österreich, they are stepping into this vacuum that is being filled. They're filling this vacuum. sie füllen dieses Vakuum. They're parties that set themselves up as being against the establishment. Das sind so Parteien, die sagen, sie sind gegen das Establishment, They're against the status quo. gegen den Status quo. In essence, what they're saying is,
was sie sagen, letzten Endes. Everything is wrong. Alles ist falsch. Things aren't the way they used to be. Es ist nicht mehr so wie früher. Ironically, they actually appeal to reformist illusions among the workers. Und ironischerweise appellieren sie an reformistische Illusionen in den Arbeitern. If we only cut down on immigration, Sie sagen, wenn wir nur die Immigration reduzieren, if only we stop sending money to Ukraine, wenn wir nur aufhören würden, Geld in die Ukraine zu schicken, if we only took care of our own industries, we introduced some tariffs, etc. wenn wir nur ein paar Zölle einführen würden, nach uns auf unsere eigene Industrie aufpassen würden. If we did those things, we could go back to the way things were. Und dann sagen sie, wenn wir das machen würden, dann könnten wir zurückgehen, wie es früher war. Now this is a complete illusion. Das ist eine völlige Illusion. You cannot turn the clock back on capitalism, Man kann nicht so die Uhr des Kapitalismus zurückdrehen, neither from the left nor from the right. weder von links noch von rechts. Their class basis is petty bourgeois, Ihre Klassenbasis ist kleinbürgerlich, but because of the non-existence of a left alternative, aber wegen der Inexistenz einer linken Alternative they attract a large layer of the working class ziehen sie auch eine große Schicht der Arbeiterklasse an, with this demagogy. mit dieser Demagogie. Of course, none of these solutions will solve anything, so-called solutions. Und diese sogenannten Lösungen werden natürlich nichts lösen. Many, in fact, will make the problem worse. Viele werden das Problem noch größer machen. And in many cases, they will never even be implemented Und in vielen Fällen werden diese Dinge nie umgesetzt, because they don't suit the interests of the capitalist class. weil sie gehen nicht mit den Interessen der Kapitalistenklasse einher. And you can't really stop immigration when you have a shortage of labor. Man kann die Immigration nicht wirklich aufhalten, wenn man zu wenig Arbeitskräfte hat. If you need someone to pick the berries, someone's gonna have to pick the berries. Wenn man jemanden braucht, der die Beeren pflückt, dann muss das halt jemand machen. And if you stop the Polish workers from doing it, then some other workers will have to come from someone else to do it. Und wenn man die polnischen Arbeiter davon abhält, diese Arbeit zu machen, dann werden einfach andere Arbeiter von anderswoher Unless, kommen. of course, you have mass unemployment in the country itself. Außer man hat Massenarbeitslosigkeit im Land selbst. Yeah. And when we've seen that an alternative was on offer, Aber als wir gesehen haben, dass es so eine Alternative gab, and we look at, for example, Corbyn, Sanders, Mélenchon, und wenn wir jetzt Corbyn, Sanders anschauen, Mélenchon, you can see that actually they dig into this the support for these parties. und dann holen sie auch Unterstützung in der Basis dieser anderen Parteien. Even someone like Sarah Wagenknecht, for all her limitations, Sogar jemand wie Sarah Wagenknecht mit all ihren Limitationen managed to do precisely that in the German elections. hat genau das geschafft in den deutschen Wahlen. All this turbulence on the political scene is also having an impact on the world relations. Auch diese ganzen Turbulenzen in der Politik haben auch einen Einfluss auf die internationalen Beziehungen, Also the economic turbulence. auch die ökonomischen Turbulenzen. The markets aren't growing the way they used to, Die Märkte wachsen nicht mehr so wie früher and in some cases they're even shrinking. und in gewissen Fällen schrumpfen sie sogar. And this intensifies the competition between the multinationals for these markets. Und das intensiviert den Wettbewerb zwischen den multinationalen Unternehmen für diese Märkte. Just look at the car industry on the electrical vehicle production, and you can see a very good example of that. Schaut nur die Autoindustrie an, zum Beispiel bei der Produktion von elektrischen Autos, da sieht man es sehr gut. Where the competition between Volkswagen, Tesla, BYD, and so on Der Wettbewerb zwischen Volkswagen, Tesla, BYD is not just played out in the field of economics, wird nicht nur ausgespielt im Feld der Wirtschaft, but also in the field of politics, aber auch im Feld der Politik with sanctions, with tariffs, and so on. mit Sanktionen, Schutzzöllen etc. And this intensified struggle between the companies is also pushing the imperialist countries in the direction of protectionism. Und dieser intensivierte Kampf zwischen den Firmen, der leitet auch die Regierungen in Richtung Protektionismus. They are trying to fend
fence off, protect their market from competitors. Sie versuchen ihren Markt zu schützen vor Konkurrenten. And effectively, what the rich ruling class is trying to do is to export their own social problems onto others. Und was jede herrschende Klasse probiert zu tun, ist es, ihre eigenen sozialen Probleme zu exportieren. And Trump is the clearest example of this. Trump ist das klarste Beispiel davon. He keeps talking about the loss of American jobs and so on. Er redet immer vom Verlust von amerikanischen Arbeitsstellen. And obviously, he talks about how this has caused misery. Und er erklärt, wie das wirklich zu Miserie geführt hat. I just read an article by his trade advisor, Lighthizer. Ich habe gerade so einen Artikel gelesen für seinen Handelsberater. Who talks about how bad this was for American workers. Erklärt, wie schlimm das ist für die amerikanischen Arbeiter. How bad free trade has been for the American working class. Wie schlimm der Freihandel war für die amerikanische Arbeiterklasse. But no one is going to convince me that Trump or Lighthizer care a penny about the American workers. Aber niemand kann mich überzeugen, dass irgendwie Trump oder seine Berater irgendwie sich interessieren für die amerikanischen Arbeiter. This reflects on the one hand Trump's own personal desire to be the president. Das zeigt auf der einen Seite Trumps Ambition, einfach Präsident zu sein, persönlich. And possibly stay out of the courtroom. Und vielleicht auch nicht vor Gericht gehen zu müssen. And on the other hand, the wing of the US ruling class, which is precisely trying to dump its social problems onto China. Und auf der anderen Seite der Flügel der amerikanischen herrschenden Klasse, die genau versuchen, ihre sozialen Probleme nach China zu schieben. The US and Europe is struggling to maintain its position in the world. Die USA und Europa haben Mühe, ihre Position in der Welt zu behalten. After the collapse of the Soviet Union, the US completely dominated the world for a period. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat die USA die Welt völlig dominiert für eine Periode. But now the US and Europe in particular are in a relative decline. Aber jetzt die USA und ganz besonders Europa sind in einem relativen Niedergang. Productivity in China has increased Die Produktivität ist gestiegen in China, massively, massiv. although it's still far behind that of the Europe and USA. Aber es ist immer noch weit hinter den USA und Europa. A Chinese worker used to produce 1/9 of the value of a German worker in 2000. Im Jahr 2000 hat ein chinesischer Arbeiter 1/9 des Werts eines deutschen Arbeiters produziert. And now they're producing 1/3 of the value of a German worker. Jetzt ungefähr 1/3 des Werts eines deutschen Arbeiters. And maybe that's roughly approximately 1/4 the value of what an American worker produces. Und ungefähr 1/4 des Werts, den ein amerikanischer Arbeiter produziert. But the number of industrial workers in China Aber die Zahl von Industriearbeitern in China is 215 million. liegt bei 215 Millionen. So this figure of productivity, that was for industrial workers, by the way. Diese Zahlen der Produktivität, hier ging es um Industriearbeiter. So, but there's 215 million industrial workers in China, Aber eben, es gibt 215 Millionen Industriearbeiter in China. which is about 10 times that of the United States. Das ist 10-mal das von den USA. So, if you do a bit of quick maths, Wenn man schnell Mathe macht, you could work out that the industries in China dann könnte man ausrechnen, dass die Industrie in China produce about 2.5 times as much as the US industries do. Die Industrie in China produziert ungefähr 2,5-mal so viel wie die US-Industrie. So when it comes to comparing the powers, these two economic powers, US and China, Wenn man jetzt diese Wirtschaftsmächte vergleicht, die USA und China, US definitely beats them on productivity. die USA gewinnt, was Produktivität angeht. But when it comes to the mass of production, the total amount of production that each economy produces, Aber wenn es wirklich so die totale Menge, die jede Wirtschaft produziert, wenn es darum geht, Chinese industrial production is significantly higher than that of the United dann ist die States. chinesische industrielle Produktion signifikant größer als die US-Produktion. And obviously this was not the case 20 years ago. Das war nicht der Fall vor 20 Jahren. And so this massive increase in the Chinese economy, in the strength of the Chinese ruling class, Also dieser extreme Anstieg der Kraft der chinesischen Wirtschaft, der chinesischen herrschenden Klasse, that means a complete rebalancing of the powers
of the balance of the powers on a world scale. Das bedeutet eine Neubalancierung des so Gleichgewichts der Mächte auf Weltebene. Could Russia have won the war in Ukraine without China? Hätte Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen können ohne China? Probably. Wahrscheinlich. But it would have been a lot harder without the help of China. Aber es wäre viel härter gewesen ohne die Hilfe von China. Supplying them with electrical components, with parts for drones and so on. Hat China denen so elektrische Komponenten gegeben oder Teile für Drohnen. So the decline of US imperialism, the relative decline of US imperialism and its allies, Und der relative Niedergang des US-Imperialismus und seiner Verbündeten opens up for countries around the world to start leaning in the direction of Russia or China instead. gibt so die Möglichkeit für Länder auf der ganzen Welt, sich eher Richtung China zu lehnen. It was quite comical, really. Das war recht lustig. There was a Commonwealth summit, Es gab so ein Commonwealth-Treffen. which I think Keir Starmer went there. Ich glaube, Keir Starmer war auch da. This is the remnant of the British Empire, right? All the states that used to be part of the British Empire. Also so die Überbleibsel des britischen Empires, so alle Staaten, die Teil davon waren. And they were trying to, after Brexit, Britain is trying to reinvigorate this group of nations in order to further its own agenda. Ja, und nach dem Brexit hat so Großbritannien versucht, so diese Gruppe wiederzubeleben, aus eigenem Interesse. But the two largest countries in this group of countries, other than Britain itself, Aber die zwei größten Länder, Staaten in dieser Gruppe, außer Großbritannien, South Africa and India, Südafrika und Indien, they didn't go to this Commonwealth summit. die sind nicht zum Commonwealth-Treffen gegangen. They went to Russia to see Putin Sie sind nach nach Russland, um Putin zu sehen. and Xi. Und Xi. So it shows you the changing dynamics on the world scale. Da sieht man die sich verändernden Dynamiken auf Weltebene. Otherwise present, other US allies that were present was Turkey, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Brazil. They were all present at the BRICS summit. Und sonstige eigentlich Verbündete der USA, die waren auch an diesen BRICS-Treffen dabei. Die Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Brasilien, Indien. But in spite of US warnings not to attend, they did so anyway. Und auch wenn die USA sie gewarnt haben und gesagt haben, geht da nicht hin, sie sind trotzdem hingegangen. They're not openly hostile to the United States, but they are now balancing between the two. Also sie sind nicht so offen feindlich gegenüber der USA eingestellt, aber sie balancieren zwischen den zwei Großmächten. And the decline of US imperialism also opens up the prospect of a trade war. Und der Niedergang des US-Imperialismus eröffnet auch so die Aussicht auf einen Handelskrieg. Which I already mentioned. Das haben wir bereits erwähnt. But you know, sometimes politicians are very careful with their words. Manchmal sind Politiker sehr vorsichtig mit ihren Worten. And so in an interview, so when Trump was saying, oh, we need tariffs, I love tariffs, that's what Trump said. This is the best word in the dictionary, that's what he said. Trump hat in einem Interview gesagt, so, ich liebe Zölle, das ist wirklich das beste Wort im Wörterbuch. And so the ECB president, Christine Lagarde, she was in Washington for some reason, and so she was asked about this. Und Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die war irgendwie gerade in Washington, dann haben sie gefragt, was sie dazu denkt. And she said, no, I don't agree with that. It's bad for the US. We should all support, and then she defended fair trade. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist nicht gut für die USA. Wir sollten fairen Handel verteidigen. You're like, hold on, that's not the word. There's another F word they usually use. It's not fair trade. Und dann, aber Moment mal, das ist ein anderes F-Wort, das sie sonst nie benutzen. Sie reden noch nicht von so fairem Handel. They used to talk about free trade. That was the slogan. Free trade is good for the economy, not fair trade. Früher haben sie doch immer so gesagt, Freihandel ist gut für die Wirtschaft, nicht fairer Handel. But basically, the new line, it's a new line which is coming down. It's not, I mean, call it what you want, but basically it's protectionism. Ja, man kann es nennen, wie man es will, aber letztendlich ist es Protektionismus. But Christine Lagarde says not so much protectionism. Und Christine Lagarde sagt nicht so viel Protektionismus. Trump is too much protectionism. Sie sagt, Trump ist zu viel Protektionismus. And obviously Trump is direct, says everyone should have tariffs against everyone. And Christine Lagarde is like, no, just tariffs on China. Und Trump sagt natürlich Schutzzölle gegen alle. Und Lagarde sagt natürlich, nein, Schutzzölle nur gegen China.
Yeah, and that's the line of European bourgeois. Yeah, put tariffs on China, but not on us. Das ist so die Linie der europäischen Bourgeoisie, oder? Ja, Schutzzölle gegen China ist schon gut, aber einfach nicht gegen uns. But Trump and his people, they don't believe in trade deficits. Aber so Trump, der glaubt einfach nicht an Handelsdefizite. They think that Europe and the US, they should have a balanced trade so that US exports as much to Europe as Europe exports to US. Sie sagen, die Europa und die USA sollten so ausgeglichenen Handel haben. Also And this would mean, beide handeln halt gleich viel in beide Richtungen. This would mean a cutting of US exports, European export to the US by 1/3 or 150 billion euros. Und das wird einfach heißen, 1/3 weniger Exporte von Europa in die USA, also 150 Milliarden. Or an increase of European imports from the United States by 150 billion, which would be a doubling. Oder Europa importiert. Or 50% increase. 50% increase. Oder Europa erhöht die Importe aus den USA um 50% um 150 Milliarden. And we should bear in mind that they already increased the level of imports from the US by 70 billion because of oil and gas imports. Und was wir daran denken müssen, sie haben bereits die Importe erhöht um 70 Milliarden wegen des Öls und des Gases aus den USA. So this is essentially the program of Trump is to cut this deficit down for Europe and China. Und Trump will einfach diese Handelsdefizite runterbringen mit Europa und mit China. But inevitably, if Trump does this, it's going to lead to retaliation by Europe and by China against his tariffs. Aber wenn das macht, dann werden China und Europa unweigerlich zurückschlagen gegen seine Schutzzölle. And any other country that affects, like he also imposed tariffs on Japan and South Korea in the past. Und alle anderen Länder, die das auch betrifft, Japan, Südkorea zum Beispiel. And one of the former chief economists of the IMF, einer der Hauptökonomen des IWF, he said universal tariffs would really be a grenade thrown in the heart of the system. Und er sagt, die universelle Schutzzölle, das wäre wirklich so eine Granate ins Herz des Wirtschaftssystems. But this is the kind of program that Trump is proposing. Also das Programm, das Trump vorschlägt. And he's the one who's most extreme. Er ist der am extremsten ist. But they all are thinking along similar lines, just not as far ahead as he is. Aber alle denken in eine ähnliche Richtung, einfach nicht so weit wie er. He's like he's an accelerant. Aber er beschleunigt das einfach. He accelerates the process, but it's moving in the same direction anyway. Er beschleunigt den Prozess, aber der geht in die gleiche Richtung auch so. And this world economy, which they're now hoping will grow by like 3%, 4% maybe next year. Und diese Weltwirtschaft, von der sie hoffen, dass jetzt vielleicht so 3-4% wächst nächstes Jahr. Which in historical context is very bad. Und im historischen Kontext ist es wirklich sehr schlecht. But that will be completely undermined by any of these measures that Trump is proposing. Aber alle diese Maßnahmen, die Trump vorschlägt, die würden das völlig untergraben. But it's not just trade that's being affected by this increased rivalry between the imperialist powers. Aber es ist nicht nur der Handel, der betroffen ist von diesen wachsenden Rivalitäten zwischen imperialistischen Mächten. Now, the Middle East is once again become a focal point of global conflict. Der Nahe Osten ist jetzt wieder der Brennpunkt des globalen Konflikts. After a year of reducing Gaza to rubble, Nach einem Jahr, in dem sie Gaza wirklich zertrümmert haben, Israel has now invaded Lebanon. hat Israel jetzt den Libanon angegriffen And they're bombed Iran und haben den Iran bombardiert, for the first time ever, zum ersten Mal überhaupt, officially. offiziell. Yeah, unofficially, they've done it before. Und offiziell haben sie es schon davor gemacht. They're risking basically this escalating into a regional conflict, Sie riskieren, dass das zu einem regionalen Konflikt eskaliert. which would bring in Iran, Iraq, Syria, and of course the United States. Es würde Iran, Irak, Syrien und natürlich die USA reinziehen. It would risk oil and gas supplies to Europe and China. Es wäre ein Risiko für die Gas- und Ölversorgung nach Europa und nach China. US is always a lot more relaxed about oil these days Die USA ist ein bisschen entspannter, wenn es um Öl geht heutzutage, because they're now self-sufficient. weil jetzt können sie sich selbst versorgen mit genug Öl. And they have Canada as well, which supplies them with even more than they need. Und sie haben auch noch Kanada, die können ihnen auch noch Öl geben, falls sie es brauchen. But Europe and China will be badly affected by this.
Aber Europa und China, würden wirklich hart getroffen werden. It's unclear whether they will go down this road. Es ist unklar, ob sie in diese Richtung gehen. You never know with politicians, the bourgeois politicians, Man weiß nie mit bürgerlichen Politikern. because they very rarely say what they actually think. Und die sagen selten, was sie denken. And obviously there's a lot of bluster, Und es gibt viel so leere Worte, like, you know, I've got big muscles. wo man sich so groß macht. Particularly if they want to sign, if they want to negotiate. Ganz besonders, wenn sie verhandeln wollen. So it's always quite difficult to know whether they are making big bluster and puffing themselves up, Das ist nie so ganz klar, sind es einfach leere Worte, machen sie sich einfach groß, because they're genuinely threatening, weil sie wirklich drohen wollen. or they're just pretending to threaten in order to get a better deal when they negotiate. Oder tun sie einfach so, als ob sie drohen würden, um einen besseren Deal zu kriegen in den Verhandlungen. The Israeli ruling class is split over the question. That is clear. Und was aber klar ist, die herrschende Klasse in Israel, die ist gespalten an dieser Frage. Defense Minister Gallant, Und der Verteidigungsminister Galland, who is closer to the United States and is an opponent of Netanyahu, der ist so näher an den USA und ist ein Gegner Netanyahus, he is by no means a lover of peace aber es or ist human rights, natürlich kein Liebhaber von Frieden oder Menschenrechten. but he thinks that, you know, regional war is a bit of a step too far. Aber er denkt so, ja, aber jetzt gerade ein Regionalkrieg, das ist ein bisschen zu viel. And he is now angling for making a deal over Gaza and Lebanon. Und er schaut jetzt Richtung eines Abkommens über Gaza und dem Libanon. He said, we have achieved what is possible to achieve. Er sagt, wir haben das erreicht, was möglich ist zu erreichen. The declared war aims, more or less, of Israel, Die erklärten Kriegsziele Israels, mehr oder weniger. if you rephrase it a little bit, Wenn man so ein bisschen umformuliert, is that they need to ensure that they can continue to oppress the Palestinians und sie müssen sicherstellen, dass sie weiter die Palästinenser unterdrücken können and steal their lands in peace und ihr Land im Frieden klauen, without fearing rocket attacks from Gaza or Lebanon. ohne dass sie Angst haben müssen, dass Raketen fliegen aus Gaza oder dem Libanon. That is more or less what they are trying to achieve. Das ist mehr oder weniger, was sie versuchen zu erreichen. Now, Gallant and his wing, so as a result, they want Hezbollah out of southern Lebanon Deswegen wollen sie die Hisbollah raus aus dem Südlibanon, to stop it from attacking northern Israel. damit sie aufhören, Nordisrael anzugreifen. And Gallant and his wing thinks that the best way of achieving that is now politically, by negotiating rather than militarily. Und Galland und sein Flügel, die denken, die beste Art, um dieses Problem zu lösen, ist eher politisch als militärisch. Whereas Netanyahu insists on an absolute victory, Aber Netanyahu, der redet immer noch vom absoluten Sieg, whatever that means. was auch immer das heißt. But what is quite clear, it means continuing the war. Aber es ist sehr klar, es bedeutet, den Krieg fortzusetzen. But the truth is that their incursions into Lebanon is not going well for them. Aber so ihr Einmarsch in den Libanon, läuft nicht gut. They've so far moved a couple of 2 or 3 kilometers into Lebanon. Sie sind so 2-3 Kilometer reingekommen in den Libanon. And Lebanon is a lot bigger than Gaza. Aber der Libanon ist halt viel größer als Gaza. And to move further beyond that will require a big effort on their part. Und um weiterzukommen, das wäre ein riesiger Aufwand. And a lot of dead Israeli soldiers. Und sehr viele tote israelische Soldaten. They have killed a lot of Hamas fighters. Sie haben sehr viele Hamas-Kämpfer getötet. But in no way can they defeat Hamas. It's not going to happen. Aber es ist nicht möglich, irgendwie die Hamas wirklich zu schlagen. Because Hamas is not a regular army. Weil die Hamas ist nicht so eine reguläre Armee. It is a phenomenon that arises out of the social conditions of the Palestinians. Es ist ein Phänomen, das rauskommt aus den sozialen Bedingungen der Palästinenser. The horrendous suppression of the Palestinians over decades. Die schreckliche Unterdrückung der Palästinenser über Jahrzehnte. And you cannot solve a question like that by military means. Und man kann eine solche Frage nicht mit militärischen Mitteln lösen. The only solution that they've come up with to this problem, the only real solution that they've come up with, Die einzige wahre Lösung, mit der sie rauskommen, is to expel all the Palestinians from Gaza. ist einfach ihre Lösung, dass man einfach alle Palästinenser aus Gaza vertreibt. But they are not prepared to go that far yet. Aber sie sind jetzt noch nicht bereit, so weit zu gehen. So the only other options left on the table is either to make some kind of deal with Hamas, Die einzigen Lösungen, die bleiben,
irgendeinen Vertrag mit Hamas zu unterschreiben, ein Abkommen, or to continue the war indefinitely. oder einfach unbegrenzt den Krieg fortzusetzen. We should remind ourselves as well that any deal that they make will resolve absolutely nothing. Und es ist auch klar, egal ob sie einen Deal finden oder nicht, es wird nichts lösen. None of the conditions that made October the 7th happen will be resolved by any deal that they make. Keine Bedingungen, die zum 7. Oktober führten, werden irgendwie gelöst werden. Egal mit welchem Abkommen. Im Gegenteil. All those factors, all that horrendous oppression of Palestinians, it's just gotten worse since then. Ganz im Gegenteil, all diese Faktoren, die schreckliche Unterdrückung der Palästinenser, die wurden noch schlimmer seither. And who is going to reconstruct Gaza? Und wer wird Gaza wieder aufbauen? It's going to cost $80 billion. The Rand Corporation is estimating. Es gibt so eine Schätzung, dass der Wiederaufbau 80 Milliarden Dollar kosten wird. And it will take decades. Und das wird Jahrzehnte gehen. In removing something like 50 million tons of rubble that the Israelis have created. Und da müssen wir so 50 Millionen Schutt entfernen. Including unexploded ordnances, asbestos, and also dead bodies that are left in the ruins. Und das allerlei Asbest, nicht explodierte Geschosse und auch Leichen, die noch in den Trümmern liegen. And this job work will take decades. Das könnte wirklich Jahrzehnte dauern. And the question is, who's going to pay for it? Und die Frage ist, wer wird dafür zahlen? I'm sure there will be a trickle of money. Ein bisschen Geld wird kommen. Bin ich Europe always sends a trickle of money to the Palestinians. Europa schickt immer so ein bisschen Geld an die Palästinenser. After Israel has bombed them to pieces. Nachdem Israel sie zerbombt hat. For sure the Gulf states as well will send something. Vielleicht die Golfstaaten werden auch etwas schicken. But no one is going to pay to reconstruct Gaza to the level it was before October the 7th. Aber niemand wird dafür bezahlen, Gaza auch nur so auf das Level vor dem 7. Oktober wieder aufzubauen. So the misery for the Palestinians is going to continue. So das Elend der Palästinenser wird weitergehen. And the crisis in Lebanon, which was there before October the 7th, is not going to go away either. Und die Krise im Libanon, die auch schon vor dem 7. Oktober da wäre, die wird auch nicht verschwinden. The situation is not dissimilar in the Ukraine. Die Situation ist nicht so unterschiedlich in der Ukraine. The defeat is staring the West in the face. Die Niederlage starrt dem Westen wirklich direkt ins Gesicht. And there's little support being sent to Ukraine now. Und es gibt wenig Unterstützung für die Ukraine jetzt. At least not until after the presidential election. Zumindest nicht bis nach den US-Wahlen. Zelensky recently claimed that only 10% of what has been promised this year has actually been delivered. Zelensky behauptet, dass dieses Jahr nur 10% von den versprochenen Hilfen bis jetzt geliefert wurden. And the collapse of the Ukrainian army is now on the cards. Und mit dem Zusammenbruch der ukrainischen Armee ist zu rechnen. The speed of the Russian advance is accelerating. Die Geschwindigkeit, mit der Russland vorrückt, die beschleunigt sich. And understandably, the morale of the Ukrainian soldiers and civilian population is at rock bottom. Und so die Moral der ukrainischen Soldaten und auch der zivilen Bevölkerung, die ist wirklich auf einem Tiefpunkt. The West is now starting to look for a way out for negotiations. Der Westen schaut jetzt nach einem Ausweg, irgendwelche Verhandlungen. But the problem is now Putin is in control of the situation. Aber das Problem für sie jetzt, Putin kontrolliert die Situation. And he's not going to agree on anything that the West wants. Und er wird nichts einverstanden sein mit den Forderungen des Westens. He is now going to set the terms on which this peace will be written. Er kann jetzt einfach bestimmen, was die Bedingungen sind. And the first point on this treaty will be no NATO membership for Ukraine. Und sein Hauptpunkt wird sein, keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. And it's going to be a complete humiliation for the West. Es wird wirklich eine Erniedrigung für den Westen. But because of the situation, the longer they wait to start this negotiation, the worse the situation will become. Aber wegen der Situation, je länger sie jetzt warten, mit den Verhandlungen zu beginnen, desto schlimmer wird die Situation sein. The defeat of the West in Ukraine will have a major impact on world relations. Die Niederlage des Westens in der Ukraine wird einen großen Einfluss haben auf die internationalen Beziehungen. As the West has revealed its inability to support its allies. Der Westen hat seine Unfähigkeit bewiesen, seine Verbündeten zu unterstützen. For Ukraine, of course, it means a country completely destroyed by a war. Für die Ukraine bedeutet es natürlich ein Land völlig zerstört vom Krieg. Ukraine was already one of the poorest countries in Europe.
Die Ukraine war bereits eines der ärmsten Länder Europas. It never recovered from the collapse of the Soviet Union. Er hat sich nie erholt vom Zusammenbruch der Sowjetunion. Its economy remained the same as it was, went really down and it went up a bit, but it's still at the level it was in 1992, before the war. Auch vor dem Krieg war das Level der Wirtschaft in der Ukraine eigentlich weiter auf dem Level von 1992. Its industries and infrastructure is now destroyed. Die Industrie und die Infrastruktur ist zerstört. They have massive foreign debts. Sie haben massive Schulden. Of course, Europe and Das US didn't just give stuff, they lent them money. Und natürlich, die USA und Europa, die haben ihnen nicht einfach Sachen geschenkt, sondern Geld geliehen. And you know, when you borrow money, you also have to pay them back. Und wenn man Geld leiht, muss man es halt auch zurückzahlen. The population has dwindled to something like half of what it used to be. Die Bevölkerung hat sich halbiert. And they face losing a large part of the country to Russia. Und sie werden jetzt einen großen Teil des Landes an Russland verlieren. And a new situation which will be dictated to them by Russia. Und in eine neue Situation, die diktiert wird von Russland. And Europe will probably be presented with a bill for the reconstruction of Ukraine. Und Europa wird wahrscheinlich die Rechnung zahlen müssen für den Wiederaufbau. I'm pretty convinced the US will not pay a penny towards it, or they might pay a penny, but not much more. Und ich glaube, die USA wird nicht viel dafür bezahlen, ein bisschen, aber nicht viel. Putin is not going to pay for it. Putin wird nicht dafür bezahlen. So what cannot be extracted from the Ukrainian farmers, workers, Und was nicht von den ukrainischen Arbeitern und Bauern genommen werden kann, they will present the bill to the European Union. dann werden sie einfach die Rechnung der Europäischen Union geben, der EU geben. And the whole situation will have a massive impact on public opinion in the West. Und die ganze Situation wird einen großen Einfluss haben auf die öffentliche Meinung im Westen. What was the point of this entire exercise? Das war der Punkt von dieser ganzen Übung. So after destroying a country, 3 years of war, billions and billions of dollars spent, Also ein Land einfach zerstört, 3 Jahre Krieg, Milliarden Geld ausgegeben. we're basically back to where we were in before the war, Und jetzt zurück am Punkt, wo wir vor dem Krieg waren. except now Putin is going to get exactly what he demanded at that time. Also Putin kriegt genau, was er gefordert hatte damals. And there will be why all this human suffering, why all this money to spend for what? Und sie werden uns fragen, wieso dieses ganze menschliche Leiden, wieso diese ganzen Ausgaben. Of course, these wars and destructions also have an impact on the world economy. Und natürlich diese Kriege und diese Zerstörung, die werden einen Einfluss haben auf die Wirtschaft. Military spending pushes out other kind of investments. Und Militärausgaben, die verdrängen andere Arten von Investitionen. So governments now are increasing massively the amount of money they're spending on arms. Die Regierungen erhöhen massiv die Menge an Geld, die sie für Waffen ausgeben. Which would be to the detriment of money spent on education, infrastructure, and so on. Auf Kosten von zum Beispiel Infrastruktur oder Bildung. They will tax companies like they're doing in the US and Britain now in order to fund this. Sie werden auch Firmen härter besteuern, wie sie es in Großbritannien jetzt tun. Also depriving the amount of private investment available for investments. Dadurch gibt es auch weniger mögliche Privatinvestitionen von den Firmen. They're disrupting all the supply chains on the world. Sie bringen alle Produktionsketten durcheinander auf der Welt. And like with any other crisis, they're asking the workers to pay the bill. Und dann wie mit jeder anderen Krise fordern sie nachher die Arbeiter, das zu bezahlen. And this is a finished recipe for class struggle. Das ist wirklich ein fertiges Rezept für Klassenkampf. But the question is, where is the leadership? Aber die Frage ist, wo ist die Führung? In the history of the Russian Revolution, Trotsky outlined the conditions for a successful revolution. In der Geschichte der russischen Revolution zeigt Trotzki die Bedingungen für eine erfolgreiche Revolution auf. And I apologize because the long quote, but it's a good one. Ich entschuldige mich für das lange Zitat, aber es ist gut. The ruling classes, as a result of their practically manifested incapacity to get the country out of its blind alley, die herrschenden Klassen verlieren infolge ihrer in der Tat offenbarten Unfähigkeit, they lose faith in themselves,
ihre Unfähigkeit, das Land aus der Sackgasse herauszuführen, verlieren sie den Glauben an sich. The old parties fall to pieces. Die alten Parteien zerfallen. A bitter struggle of groups and cliques prevail. Es entsteht ein erbitterter Kampf zwischen Gruppen und Cliquen. Hopes are placed in miracles or miracle workers. Die Hoffnungen werden auf ein Wunder oder einen Wundertäter übertragen. I don't know if Trump is a miracle worker. Ich weiß nicht, ob Trump dieser Wundertäter ist. At least he thinks he is himself. Er denkt zumindest von sich But you selbst. can certainly see the same kind of process. The parties falling to pieces. The old parties are disappearing. The cliques and the fighting, infighting in between the ruling class itself. Das sehen wir doch genau. Die Parteien, die alten Parteien, die fallen auseinander. Die herrschenden Klassen sind so Cliquen. Sie kämpfen untereinander. And how the whole situation is in a blind alley. Wie die ganze Situation in einer Sackgasse ist. Trotsky continues. Und Trotzki geht weiter. A bitter hostility to the existing order and a readiness to venture upon the most heroic efforts and sacrifices. Erbitterte Feindschaft gegen die bestehende Ordnung und Bereitschaft, die heroischen Anstrengungen und Opfer zu wagen, In order to bring the country out upon an upward road. um das Land auf den Weg des Aufstiegs hinauszuführen. This is the new political consciousness of the revolutionary class. Dies ist das neue politische Bewusstsein der revolutionären Klasse, And constitutes the most important active premise of a revolution. das die wichtigste aktive Voraussetzung der Umwälzung bildet. Now, this is basically the willingness of the revolutionary class, the working class, to make the utmost sacrifices. And we have maybe not seen that in Europe, some places in Europe maybe, but certainly we've seen it in Sri Lanka, we see it in Bangladesh, we see it in Kenia, we saw it in Egypt. All of these countries where you've seen precisely this willingness to sacrifice for the revolution. Und das ist der Wille der revolutionären Klasse, der Arbeiterklasse, wirklich die größten Opfer zu bringen für die Revolution. Vielleicht haben wir es noch nicht ganz so in Europa gesehen, aber das ist doch genau das, was wir gesehen haben in Bangladesch, was wir in Sri Lanka gesehen haben, in Ägypten, in Kenia. He continues, the petty bourgeoisie, showing all the colors of the economic and political rainbow. Das Kleinbürgertum, das in allen Farben des ökonomischen und politischen Regenbogens schillert. The discontent of these intermediate layers, their disappointment with the policy of the ruling class, Die Unzufriedenheit der Zwischenschichten, ihre Enttäuschung an die Politik der regierenden Klasse, their impatience and indignation, their readiness to support a bold revolutionary initiative on the part of the proletariat. ihre Ungeduld und Empörung, ihre Bereitschaft, eine kühne revolutionäre Initiative des Proletariats zu unterstützen. Now consider the students in Egypt or the students in Bangladesh who were precisely fighting, partly for their own interests, of course, but they were there fighting alongside the workers, and they were willing to take to join in struggle with the workers. Aber zum Beispiel die Studenten in Bangladesch, in Ägypten, natürlich, sie haben aus eigenem Interesse gekämpft, aber sie waren bereit, mit den Arbeitern mitzukämpfen. And the discontent of these layers is very evident everywhere. Und wirklich die Unzufriedenheit dieser Schichten ist wirklich sehr offensichtlich überall. All the homeowners, Alle die Hausbesitzer, all those people who had savings accounts, all diese Leute, die so Ersparnisse hatten. the middle class is everywhere being ruined by the present crisis. So die Mittelklasse, die überall ruiniert wird von Not der to mention the Krise. small shopkeepers, the small businesses who are being absolutely squeezed by the big monopolies. Zum Beispiel die kleinen Ladenbesitzer, die kleinen Firmen, die wirklich unter Druck kommen von den riesigen, ausgepresst werden von den riesigen Monopolen. But then the fourth condition that Trotsky lays out. Aber dann die letzte Bedingung, die Trotzki erklärt. This brings us to the last premise. Das bringt uns zur letzten Bedingung der Machteroberung By no means the least in importance und überhaupt nicht die am wenigsten wichtigste of the conquest of power. für die Machteroberung. The Revolutionary Party as a tightly welded and tempered vanguard of the class. Zur revolutionären Partei als die eng verschmolzene und gestellte Vorhut der Klasse. Now this is present absolutely nowhere. Das ist wirklich nirgends vorhanden. And these conditions, Diese Bedingungen, the presence and absence of them, die Absenz, aber auch ob sie da sind oder nicht da sind,
This gives us the key to the situation that we face today. Das gibt uns den Schlüssel für die Situation, mit der wir heute konfrontiert sind. And what is the role of a communist today? Was ist die Rolle der Kommunisten heute? Well, it is precisely to build that vanguard. Es geht genau darum, diese Avantgarde, diese Vorhut aufzubauen. The truth is, Aber die Wahrheit ist, if there was a mass revolutionary party on the scene in Egypt in 2012, 2013, hätte es eine massenrevolutionäre Partei gegeben in Ägypten 2012, 2013, in Bangladesh at the present moment, in Kenia or in Sri Lanka, heute in Bangladesch oder in Kenia, in Sri Lanka, then the taking of power of the working class would be on the order of the day. dann stände die Machteroberung durch die Arbeiterklasse auf der Tagesordnung. But that party is not present, Aber diese Partei ist nicht vorhanden and this has certain consequences. und das hat gewisse Folgen. Now we must prepare that force in society. Wir müssen diese Kraft in der Gesellschaft vorbereiten. But sadly, it is not an easy task. Aber leider, das ist keine einfache Aufgabe. We can't simply declare ourselves, here we are, follow us. Wir können nicht einfach sagen, hier sind wir, folgt uns. Firstly, we're too small. Erstens, wir sind zu klein. And secondly, our organization hasn't been prepared for these events. Und zweitens, unsere Organisation wurde nicht vorbereitet für diese Ereignisse. We got excellent comrades, but we're not really where we ought to be in order for this. Wir haben exzellente Genossen, aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssten für diese Aufgabe. So how are we to overcome this contradiction? Aber wie können wir diesen Widerspruch überwinden? Is it enough to stand on the streets and ask everyone, are you a communist? Reicht es, wenn wir einfach in die Straßen gehen und einfach alle fragen, bist du Kommunist? And when you've asked 50% of the workers, are you a communist? Then maybe you got that. Und dann vielleicht, wenn wir 50% der Arbeiter das gefragt haben, vielleicht sind wir dann da. Until there were quite a lot of questions, Und dann werden einige Fragen kommen, quite a lot of hours to spend on the streets. einige Stunden. Well, this is obviously not how it's going to happen. Das ist natürlich nicht, wie es passieren wird. But should we then maybe lead by example? Oder sollen wir dann vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen? Should we climb the barricades and lead by example? Sollen wir auf die Barrikaden klettern und mit Beispiel vorangehen? Should we demand the general strike at every turn of events? Sollten wir immer zu jedem Zeitpunkt einen Generalstreik fordern? Follow us, go on strike. Und einfach sagen, folgt uns, streikt. Well, that's not either the way to build a party. Das ist auch nicht die Art, wie wir eine Partei aufbauen. We're actually saying that there's no formula for party building. Es gibt keine Formel für den Parteiaufbau. We say it is an art. It's not a science, it's an art. Es ist nicht eine Wissenschaft, es ist eine Kunst. And it's an art, you know, it's not like singing or playing guitar, Es ist nicht wie Singen oder Gitarre spielen. which, you know, it's okay. You can be a comrade without learning it. Es ist okay, man kann ein Genosse sein, wenn man das nicht lernt. But the art of party building is something that every single comrade has to learn. Aber so die Kunst des Parteiaufbaus, das muss jeder Genosse lernen. The leading comrades in the organization, Die führenden Genossen in der Organisation they cannot build a party on their own. können nicht einfach selbst eine Partei bauen. And if they tried, they would make a complete mess out of it. Und wenn sie es versuchen würden, würden sie ein völliges Chaos anrichten. The comrades and the leadership has to rely on every single comrade, that they learn also the art of building a party. Die Genossen in der Führung müssen sich verlassen auf jeden einzelnen Genossen, dass auch sie die Kunst des Parteiaufbaus lernen. And those who learn that art, or at least begin to learn that art, Und die beginnen, diese Kunst zu lernen, those are what we call a cadre. das sind die wir Kader nennen. Now, how do you learn this art? So wie lernt man diese Kunst? Well, first of all, you must study theory. Als erstes, man muss die Theorie studieren, Philosophy, history, economics. Philosophie, Geschichte, Ökonomie. You must also learn from the other comrades Man muss auch von den anderen Genossen lernen, who have more experience. die mehr Erfahrung haben. And then you must also go out there yourself and attempt to build your party. Und dann muss man auch selbst rausgehen und versuchen, die Partei aufzubauen. It's not actually that dissimilar from learning how to intervene in workplace or becoming a workers leader. Das ist nicht so anders, wie wenn man lernt, am Arbeitsplatz zu intervenieren, zu einem Arbeiterführer zu werden. You study theory, Man lernt Theorie. and then you learn, but you also discuss and learn from the workers the best traditions of the working class. Und dann diskutiert man auch und lernt die besten von den Arbeitern, ihre besten Traditionen. You learn how to listen. Und man lernt zuzuhören. It's a very important skill that we all must learn. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Fähigkeit, die wir alle lernen müssen. How to listen.
Wie zuhören? It sounds very simple, but it's not. Es klingt sehr einfach, aber es ist nicht einfach. It's too often forgotten. Und es wird zu oft vergessen. You must learn how to judge the mood. Man muss lernen, die Stimmung einzuschätzen. When to advance, when to retreat. You must understand the mood of the workers, or the students, or whatever, who you're involving yourself with. So, wann vorangehen, wann sich zurückziehen. Man muss die Stimmung der Arbeiter, Studenten, wer auch immer, einschätzen lernen. The revolution is not a straight line, up, up, up and away. Die Revolution ist nicht einfach so eine gerade Linie, die immer so hoch, hoch, hoch geht. One strike tomorrow, 2 strikes the next day, 3 strikes the following day until there's a general strike. It doesn't work like that. Es ist nicht so, dass einfach morgen 1 Streik, 2 Streiks, dann 3 Streiks bis zum Generalstreik. So funktioniert es wirklich nicht. There are ebbs and the flows of the class struggle. Es gibt so Ebbe und Flut im Klassenkampf. There are victories, there are defeats. Es gibt Siege, es gibt Niederlagen. And each event has an impact on consciousness. Und jedes Ereignis hat einen Einfluss auf das Bewusstsein. And we must discuss and understand and analyze in order to determine how we are to respond to any turn of the situation. Und wir müssen verstehen und analysieren, um herauszufinden, wie wir jede neue Situation angehen. Now, after, like 9 months of constant protests, of going on demonstrations, and then the encampments and so on, it's constant protests, nothing at all was resolved when it came to Palestine. Aber zum Beispiel nach 9 Monaten konstanten Demonstrationen und dann auch noch Encampments, nichts wurde gelöst, was Palästina angeht. Now this will inevitably leave an imprint on the consciousness of those people who are involved in the movement. Und das wird unweigerlich Spuren hinterlassen im Bewusstsein der Leute, die Teil dieser Bewegung sind. Now, you can have hypotheses about what the impact on consciousness would be. You can say, oh, I think it will be so and so. Man kann so eine Hypothese aufstellen, was dieser Einfluss aufs Bewusstsein ist. Man kann sagen, wir denken, der Einfluss wird so und so sein. But you cannot know for sure until you test. You have to try it and test it. Aber man kann es nicht sicher wissen, bevor man es testet. Man muss es probieren und testen. Which conclusions these people have drawn? So, welche Schlüsse haben diese Leute gezogen? Will they be ready to make another leap forward, to have more militant action? Sind sie bereit, einen weiteren Schritt vorwärts zu machen Richtung militanteren Aktionen? Or will the period of failed actions then instead lead to a step backwards? Oder will diese Periode von gescheiterten Aktionen zu einem Schritt zurückführen? A period of reflection. So eine Periode des Nachdenkens. Thinking about what has taken place, thinking about the bigger questions. Reflektieren, was ist passiert, die größeren Fragen. But this period of reflection, it's a step back, but it will by necessity be a temporary step back. Aber diese Periode des Nachdenkens ist ein Schritt zurück, aber zwangsweise einfach ein temporärer. And at some point it will end, this period. Und an einem gewissen Punkt wird diese Periode enden. And you cannot know in advance how long this period will last. Und man kann nicht im Voraus wissen, wie lang diese Periode sein wird. And the only way to establish that question Und die einzige Art, wie man diese Frage beantwortet, is by listening, indem man zuhört, but trying to understand, to talking to people, trying to understand what they're thinking and how they're thinking about these questions. den Leuten reden, versuchen zu verstehen, wie die nachdenken über diese Fragen. So the comrades and the organization, they need to learn how to listen and understand the mood that are developing among the youth and among the workers. Also die Genossen und die Organisation müssen lernen, zuzuhören und so die Stimmungen zu verstehen, die sich entwickeln in der Jugend und bei den Arbeitern. Only this makes it possible for us to put forward the right slogans and convince people. Und nur das macht es möglich für uns, die richtigen Slogans reinzubringen und Leute zu überzeugen. And then we have to remember here as well, Und dann müssen wir uns auch daran erinnern, we're not just here to prepare the next step in the class struggle. wir sind nicht einfach hier, um den nächsten Schritt im Klassenkampf vorzubereiten, But we're here to convince people. aber wir sind hier, um Leute zu überzeugen, And that convincing workers and young people, also Arbeiter und junge Leute überzeugen, not just of the need to strike, nicht einfach von der Notwendigkeit zu streiken, but of the need of the workers to take power, aber von der Notwendigkeit, dass die Arbeiter die Macht übernehmen müssen. of the revolutionary overthrow of society, of communism, Vom revolutionären
Sturz der Gesellschaft vom Kommunismus. And we need to convince them of the need to organize in the Revolutionary Party in order to make that happen. Und wir müssen sie überzeugen, dass sie sich in der Revolutionären Partei organisieren müssen, damit das passiert. And I'm sorry to say, Carmen, even at that point, Und selbst an diesem Punkt your job is not done. ist unsere Arbeit nicht getan. Even once you recruited them, convinced them of these things, Auch wenn man die rekrutiert hat, überzeugt hat von diesen Dingen, that's when the real job starts. dann beginnt die wirkliche Arbeit. You have to train them, educate them, talk to them. Dann müssen wir sie trainieren, ausbilden, mit ihnen reden, Educate them. ausbilden Turn them into cadres of the organization. und sie zu Kadern der Organisation machen. And this is the only way that is open to us. Das ist der einzige Weg, der offen ist für uns. We say that the choice facing us is between socialism or barbarism. Wir sagen, die Wahl, die vor uns steht, ist zwischen Sozialismus und Barbarei. But what that means in practice, Aber was das in der Praxis bedeutet, or the question that poses in practice, oder the question that poses in practical terms, die Frage, die uns auf praktische Weise gestellt wird dadurch, is will we be able to build that revolutionary vanguard or not? ist, werden wir fähig sein, diese revolutionäre Vorhut aufzubauen oder nicht? I can give you a secret. Ich gebe euch ein Geheimnis. There's no one else that's going to do that job for us. Niemand wird diese Arbeit für uns übernehmen. You know, we're not going to have a Musk drop in on us to come and give us $100 million or whatever in order to build the Communist Party. Es wird kein Musk zu uns kommen und sagen, ich gebe euch 100 Millionen, um die kommunistische Partei aufzubauen. It's not going to give people lottery tickets, you know, $1 million, chance to win $1 million if you join the Communist Party. Er wird auch nicht so Verlosungen organisieren. Ihr habt die Chance, 1 Million zu gewinnen, wenn ihr der kommunistischen Partei beitretet. And to be honest, even if you did, you'd probably make more of a mess than it help. Auch wenn er das machen würde, ich glaube, das wird mehr Chaos verursachen, als zu helfen. But the question is, no one else is going to do it but us. So then it's the question, what do we do in order to build the party? Aber wenn es niemand macht aus uns, dann heißt das, was machen wir, um die Partei aufzubauen? Will we take up these tasks, these 1001 tasks, as Trotsky said, in order to build the party? Werden wir diese Aufgaben übernehmen, diese 1001 Aufgaben, wie Trotsky sagte, um diese Partei aufzubauen? Here in Switzerland, hier in der Schweiz, but also the international communist movement, aber auch die internationale kommunistische Bewegung, which has been almost wiped off the map. Die wirklich fast ganz ausgelöscht wurde. Will you be part of preparing the way to end the misery of capitalism? Wirst du Teil davon sein, um den Weg zu ebnen aus dem Elend des Kapitalismus? Are you prepared to do what it takes to lay the foundations for a new society? Bist du bereit, das zu tun, was notwendig ist, um die Grundlage für eine neue Gesellschaft aufzubauen? Without war, Ohne Krieg, without hunger, ohne Hunger, with education and culture for all of us? mit Bildung und Kultur für uns alle? This is the question. Das ist die Frage. The fate of humanity Das Schicksal der Menschheit is in your hands. ist in euren Händen. Thank you.